Moin Moin Freunde, bevor das Video losgeht, losen wir noch schnell den Gewinner vom letzten Giveaway aus. Es haben wieder sehr viele Leute von euch daran teilgenommen, deswegen vielen lieben Dank auf jeden Fall auch für die rege Beteiligung. Wie immer kann natürlich nur einer gewinnen, aber es ist natürlich auch nicht das letzte Giveaway gewesen. Wir werden zur nächsten Pilzaktion, wenn es wieder ein paar coole Pakete gibt, natürlich auch wieder hier auf YouTube das nächste Giveaway starten. Deswegen lasst euch das nicht entgehen. Lasst sehr gerne hier ein kostenloses Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt, und um auch in Zukunft keine weiteren Giveaways zu verpassen. Wir kopieren uns mal die URL raus, fügen die hier ein und die Duplikate werden wieder hier gefiltert. Und dann schauen wir einfach mal, wer dieses Mal gewonnen hat. Ja, wie gesagt, einer kann leider nur gewinnen, aber wir werden natürlich auch viele weitere Giveaways machen, unter anderem auch auf Twitch, deswegen lasst da auch sehr gerne ein Follow da. 409 Comments sind es insgesamt geworden. Wir picken den Gewinner, 321 gewonnen, hat AMX1902, das Übliche. Ja, GZ an der Stelle. Schreib mir bitte auf Discord oder Instagram. Du findest beide Plattformen unter dem Video hier verlinkt. Schreib mich gerne von den den beiden an. Dann gehen wir nochmal eine kleine Überprüfung durch, dass du das auch wirklich bist, ja, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann wünsche ich dir einen herzlichen Glückwunsch und euch viel Spaß jetzt bei dem sehr, sehr geilen Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und heute haben wir ein ganz besonderes Video für euch parat. Denn heute haben wir seit Ewigkeiten mal wieder einen Gast hier auf YouTube eingeladen. Ich heiße ihn herzlich willkommen. Er ist wieder zurück. Nach langer Zeit ist er wieder da. Ja, haltet euch fest, der Paul Terra ist da. Und damit herzlich willkommen zu einem Video. Danke, dass ich heute hier dabei sein darf. Ja, ey, freut mich, dass du hier bist, Alter. Wie lange ist es her? Jahre gefühlt, ne? Dass wir mal ein Video zusammen aufgenommen haben. Das sind wirklich Jahre, ne? Das ist verdammt krass, ja. Aber wir sind wieder hier und das hat auch einen Grund, denn wir haben gestern zusammen live im Stream auf Twitch die Dungeon-Pause von Paul Terra aufgelöst. Wir haben meinen Ohrkrieger neu equipped im LD. Das ist aber der kleinere Anteil des Videos. Wir haben ich würde sagen, wir haben eigentlich mit der Dungeon-Pause oder mehr gesagt, Geschichte geschrieben, weil ich habe noch nie gesehen, dass jemand so extrem viele Stat-Punkte innerhalb von der DP in so kurzer Zeit dazu gewonnen hat. Wir gehen gleich drauf ein, aber das ist auf jeden Fall, also es ist wirklich rekordverdächtig, ja, was da passiert. War schon was Mächtiges. Ja, auf jeden Fall. Wir fangen zuerst mal an mit meinem kleinen Ohrkrieger. Ja, wir haben hier, das war die Ausgangssituation bei mir, 271.000 und ja, 200k kann man sagen, Ausdauer. Habe mich neu equipped und ja, nur das legendäre Equipment halt gewechselt. Ich hatte ja noch die Epic-Waffe und das ist jetzt quasi der Vorher-Nachher-Vergleich. Ja, das stellt natürlich die Leistung von Paul in den Schatten. Aber Meilen. Ja, ganz arg. Es ist, ich sag mal, für die Zeit ist es eine okaye Verbesserung. Sag ich mal, ein paar Total Stats dazu gewonnen wieder. Jetzt, Tim hatte gesagt, gestern bin ich jetzt wieder in den Top 10 Total Stats von dem Server hier, was für mich komplett fein ist. So, das ist ein starker Server nach wie vor. War schon damals. Paul, wie wir mit W50 angefangen haben, war die Konkurrenz damals schon groß, ne? Es ist immer noch ein mächtiger Server. Absolut, ja. Und da haben wir uns ja ein bisschen gesteigert hier. 271 zu 79 und 200 zu 206. Neues Equipment, neue Waffe, bliblablub. Die neue Waffe hier, spanntechnisch hätte es besser sein können, aber ich war froh, dass wir alles bekommen haben, relativ schnell. Und jetzt kommen wir zum Hauptteil des Videos. Ja, wir haben hier einmal, das kennt ihr bestimmt noch alle, wir haben es ja vorher gezeigt, die Ausgangssituation von dem guten Paul, ja, wie er vorher aussah. So, er hatte mit Stufe 512 gestartet gestern. Ja, doppelte 45k Total Stats. Und da hat sich ein bisschen was getan. Paul? Ja, dazu muss man sagen, ne, ich hatte ja angefangen mit der Dungeon-Pause. Ja. Wann war das? Stufe irgendwas vor 400, ich weiß nicht mehr genau. Und ab dem Punkt habe ich schon aufgehört zu skillen.
Ja, erzähl weiter. Ich hatte schon aufgehört zu skillen. Ich habe aufgehört, meine Ausrüstung zu verbessern. Ich habe nichts gemacht. Ich habe meine Alu gespielt, ich habe meine Pets gelevelt. Ich habe alles gemacht, nur dem Char nichts mehr gegönnt, damit wirklich das Endresultat einfach so dermaßen heftig wird. Ich glaube, selbst für Stufe 512 sind doppelte 45k wirklich nicht viel. Ja, also du hast dich wirklich maximal zurückgehalten und ja, dir selbst quasi ein Bein gestellt, damit nachher am Ende des Tages so ein krasses Resultat dann rauskommt. Du hast kein einziges Stück Gold mehr festgilt, nichts gemacht, nichts verbessert, keine Steine, keine Verbesserung, gar nichts. Ja, einfach nur stumpf, stupide deine Alu gespielt. Und dann kann man sagen, ne, das erste, was ich gemacht habe, als wir Dungeon Pause aufgelöst haben, war das Gold zu verskillen. Ihr müsst euch vorstellen, innerhalb der Zeit haben sich dann 488 Milliarden Gold angehäuft. Und die zu verskillen hat über eine Stunde gedauert. Ja, man kann so ungefähr sagen, dass wir ja für den ganzen Prozess circa 5 Stunden gebraucht haben. So ungefähr. Ja, deswegen, das war schon ein großer Anteil auf jeden Fall. So, also bevor Paul überhaupt angefangen hat, Dungeons zu legen, irgendwas zu machen, irgendwie zu leveln oder so, hat er erstmal seine knapp 500 Milliarden Gold verskillt. Und das Resultat ist dann quasi von diesen Stats dann auf diese Stats gelangt hier. Ja. Einfach nur das Gold. Noch nichts gelevelt, immer noch 512. Ja, alles so wie vorher. Okay? Und das ist schon ein heftiger Impact. Also, du gehst weiterhin auf 50-50, ne? Genau, das ist der Plan. Ja, und hast einfach mal schon knapp deine Stats verdoppelt, bevor du überhaupt mit der Dungeon-Pause auch angefangen hast, so die aufzulösen. So. Ja, das ist schon wirklich heftig. So, jetzt kommen wir mal zum spannenden Teil, und zwar dein jetziges Resultat. Und zwar können wir da direkt draufschauen. Ja. Man sieht, der ist nicht mehr Stufe 512. Nee, er ist jetzt Stufe 551. Ja, wir gehen nochmal auf dieses Bild hier, um das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, den Vorher-Nachher-Vergleich hier. Wir haben es geschafft, oder du hast es geschafft, von 512 auf 551 zu gelangen. Das ist so heftig. Das ist schon krass, ja. Bei 39 Stufen mit einer Dungeon-Pause. Da hatte ich ja schon vorher gesagt, ne? Normalerweise löst man die Dungeon-Pause auf, so gegen 500, und dann versucht man so 512, 520 zu erreichen. Und ich hatte das Level, was ich eigentlich gebannt hatte zu erreichen, schon erreicht, bevor ich die Dungeon-Pause aufgelöst hatte. Ja, durch die Kompensation kam ja auch dann nochmal so viel mehr dazu, was das Ganze ja dann nochmal, ich sag mal, wuchtiger gemacht hat im Endresultat dann quasi. Und ja, ihr seht es, von den 45k Stats hier sind wir auf 114.000 und 113.000, man kann sagen doppelte 114.000er Statpunkte. Ja, was in Summe dann Total Stats ausmacht von 136.741 Statpunkten. Ja, man nehme noch die ganzen Verbesserungen dazu, die ganzen neuen Steine und das komplett neue Equipment. Und dann hat Paul, kann man sagen, innerhalb von 5 Stunden 136.000 Statpunkte gemacht. Das hört sich eigentlich hochgradig illegal an, wenn man das so über die Lippen kommen lässt, oder? Also, kannst du kurz nochmal was so dazu sagen, was so, vielleicht hast du das noch so einigermaßen im Kopf, was so die Verbesserungen waren jetzt vielleicht von den Steinen, wie sie vorher waren? Also wir hatten vorher epische Items mit ungefähr einem Wert von 520 Stats. Die jetzigen Items haben einen Wert von fast 1000. Ich kann es heute mal drüber hovern über mein Equip. Machen wir. Genau, also wir hatten ein normales Epic, hatte ungefähr 520 Stats, war 12-mal verbessert, hatte noch einen Bonus von 230 bekommen, mit legendären Edelsteinen mit einer Spanne zwischen 800 und 1000. Und jetzt haben wir neue legendäre Items mit Stats von 940 Punkten ungefähr. Das heißt, nur das Item alleine gibt uns einen Boost von über 400 Punkten. Und die Verbesserung, sehen wir 760 Punkte, die Verbesserung über 500 Punkte. Heißt, nur das Item 900 Punkte pro Stück und die Edelsteine knapp zwischen 500 bis 900 Punkten nochmal. Heißt, im Durchschnitt sind wir dann bei 1400 Punkten pro Item, die wir dazu bekommen haben.
Alter, das ist absolut krank, wirklich. Ich habe das auch in der Art und Weise so noch nie gesehen, dass jemand so einen heftigen Stat-Boost bekommen hat in wirklich so kurzer Zeit. Ich meine, das hat sich natürlich über Jahre jetzt so angesammelt. Paul war natürlich auch lange Zeit inaktiv gewesen, so, ne, die längste Dungeon-Pause der Welt, aber er hat ja auch in der Zwischenzeit dann, wo er inaktiv war, dann ja auch nichts mehr gemacht. Aber als er jetzt wieder zurückgekommen ist, seit wann spielst du jetzt circa wieder aktiv? Seit über einem Jahr. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ja, ungefähr so. Und hat er jetzt wieder seine DP, die er damals angefangen hatte, die wir ja, ne, wo wir unser Projekt so mäßig hatten. Paul geht in die DP rein, ich mache so meine normalen Dungeon-Tries weiter und am Ende gucken wir, wie der Unterschied dann aussieht. Ne, Paul ja dann leider AFK gegangen. Ne, ich habe dann einfach mein Striemel so weiter durchgespielt, aber ja, seit circa einem Jahr jetzt Paul wieder dabei, seine DP weitergespielt, wie gesagt, stumpf alles, nur runtergespielt, nichts, null verbessert. Man hätte quasi denken können, er spielt ein Jahr ohne Fortschritt. So irgendwie, außer halt eben vom Level so, ne? Und das hat sich halt an den Statpunkten extrem bemerkbar gemacht. Und wenn man das jetzt nochmal vergleicht, Paul hatte hier eine schöne Statistik nochmal ausgearbeitet. Hier haben wir einmal ein schönes Kuchendiagramm. Da kriege ich gleich wieder, lecker, gleich wieder Hunger. Ja. Und hatte hier vorher quasi an Total Stats, ich hatte das hier auch nochmal sehr gut im Rechner ausgerechnet, mit 91.000 Startpunkten hier, ja. Und dann quasi das Endresultat von 136.000, die er dazu gewonnen hatte, was ja insgesamt die 228k sind jetzt in Total Stats. Und sein gewonnener Anteil hat quasi einen Unterschied von 71,5% gemacht, ne? Zu deinem gesamten. Genau. Also insgesamt haben wir die Stats um 250% verbessert, also 2,5 Mal nochmal Truff, was ich schon hatte, innerhalb von 5 Stunden. Und das ist verrückt. Und das ist wirklich verrückt. W50 gibt es jetzt seit 2021. So. Und das Ganze nennt man die Pac-Man-Strat. Wegen. Ja. Ich verstehe. Ja. Du hast ein sehr kreatives Köpfchen nach wie vor, aber es hat jetzt erstmal kurz bei mir gedauert. Ja. Ja. Man kann auch sagen, du hast hier auf dem Diagramm jetzt quasi den großen Löffel gespielt. Ne? Genau. So, das ist halt krass. Ihr müsst euch vorstellen, seit 2021, ich weiß nicht, du weißt nicht mehr, wann du AFK gegangen bist ungefähr, ne? Ich weiß nicht mehr genau, nein. Vielleicht so ein Jahr oder so oder 2 nach W50 Serverstart? Ich glaube, nee, ich weiß es nicht mehr. Das ist auch schwer zu sagen. Auf jeden Fall hatte er ja lange Zeit auch den Serverstart W50 mit mir ja zusammen gespielt und der Holzverlöte geleitet. Ich würde jetzt sagen, so vielleicht so 1,5 bis 2 Jahre. Also ich würde sagen 2 Jahre so ungefähr. So, dann warst du so, keine Ahnung, vielleicht 2 Jahre inaktiv und bist jetzt seit einem Jahr wieder dabei. Dann könnte das hinkommen. Das heißt, er hatte so einen Progress gemacht von circa, sagen wir mal, 2 Jahren. Jetzt nur so überschlagen jetzt mal Ja. im Sinne so, ne? Und hast quasi den Anteil innerhalb von 5 Stunden ausgemacht hier. Ja. Was du dir innerhalb von circa 2 Jahren so vorher aufgebaut hast. Und das ist halt, wenn man das so vergleicht und runterreißt, was hier eigentlich gestern passiert ist im Stream, ist das halt absolut enorm und wirklich so in der Art und Weise habe ich das noch nie gesehen. Ich werde ja morgen oder übermorgen, ich weiß noch nicht ganz genau, den kompletten Stream nochmal hier auf YouTube hochladen für die Leute, die nicht auf Twitch sein sollten. Das sind ja immer noch 1, 2 Leute so, die danach fragen. Die können sich das komplett nochmal im Nachhinein anschauen, um nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert ist. Paul wird auf seinem Kanal einen Zusammenschnitt hochladen, wo quasi so die Highlights von dem Stream zusammengekommen sind. Und vielleicht, Paul, möchtest du ja nochmal sagen, was du so in Zukunft vielleicht geplant hast, denn ich glaube, das freut den einen oder anderen enorm, weil ich habe das gestern auch erst live im Stream erfahren. Ja, ich hatte ja gestern schon im Stream gesagt, für mich, ich bin ja wieder zurückgekommen zu Shakes and Fidget, aber ich war mir noch nicht sicher, wie will ich das jetzt machen, will ich noch Content bringen? Und habe mir selbst das Ziel gesetzt, diese Dungeon-Pause zu Ende zu spielen und habe gesagt, wenn ich das jetzt schaffe, noch über ein Jahr aktiv zu bleiben, noch Bock dran habe, dann weiß ich, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich merke, ich habe die Ausdauer und ich habe Lust, da noch was zu bringen. Und gestern war dann der Moment, wo ich mäßig jetzt meinen Comeback offiziell wieder starte und ja, wieder auf YouTube
mehr oder weniger aktiv werden möchte, also jetzt kein Daily Content wie Dorza, dafür bin ich absolut nicht bereit, das ist zu krass, aber es wird euch in der nächsten Zeit auf jeden Fall wieder was erwarten. Was genau, weiß ich selbst noch nicht, aber ich werde mich wieder zeigen. Und das erste, ist das dein Ernst? Nee, das war's, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ciao. Ja, ey, also Aber ich bin auf jeden Fall jetzt wieder zurück. und das freut mich sehr, dass, als ich das gestern gehört hatte im Stream. Und ja, ich hatte ehrlich gesagt gedacht, okay, du löst jetzt halt deine DP auf so und ja, dann spielst du einfach so für dich dann weiter, aber dass du dann auch wieder vorhast, so aktiver Content zu machen, so in deinem Tempo halt eben, ne? Wie das für dich dann am besten passt, finde ich halt sehr, sehr cool und freue ich mich definitiv drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Ansonsten werde ich den YouTube-Kanal von Paul mal unter den Kommentaren verlinken. Da könnt ihr sehr gerne drauf vorbeischauen und euch auch den Zusammenschnitt dann, wenn er in Zukunft kommen wird, mal reinziehen, die Highlights reinziehen und dann halt eben auch auf neuen Content von Paul und von mir, ja, vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zusammen, dann freuen. Ja, wie in guten alten Tagen. Auf jeden Fall. Ja, so genau wie heute, seit Jahren mal wieder so ein kleines Dual-Commentary, so wie früher, einfach zusammen aufnehmen. Das freut mich sehr und das finde ich immer sehr, sehr cool. Ja, Freunde, ansonsten hoffe ich, dass euch so der kleine Vorher-Nachher-Vergleich gefallen hat. Es ist auf jeden Fall sehr imposant, was da gestern passiert ist und es ist cool, dass man immer mal wieder so eine krassen Sachen zeigen kann, dass immer wieder mal so was Heftiges passiert, wo man eigentlich überhaupt nicht mit gerechnet hätte und das Endresultat unklar ist und dann einfach alles übertrifft so. Und es war gestern sehr, sehr cool gewesen, ein sehr cooler Stream und ansonsten war es das erstmal soweit von mir und ich lasse natürlich Paul die letzten Worte. Vielen lieben Dank. Ja, Leute, erst nochmal danke an Dolzi Schmorzi, dass er dabei war. Es war echt ein verdammt cooles Event. Ich habe mich gefreut. Ich fand es schön, dass so viele auch auf Twitch dabei waren. Und hoffe, dass auch einige das ganze Spektakel dann auch auf YouTube nochmal genießen. Ne? Bei Dolzi auf dem Kanal oder bei mir drüben dann, wenn der Zusammenschnitt nochmal kommt. Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste Zeit in Shakes and Fidget mit euch allen zusammen. Haltet mich gerne up to date und bringt mir mal alles bei, was ich verpasst habe. Ne? Gibt ja einiges, was ich gecheckt habe. Gestern im Legendary Dungeon war ja komplett chaotisch. Wird eine coole Zeit. Ich danke euch, Leute. Haut einen Daumen nach oben. Ich freue mich auf die ganzen Kommentare und macht's gut, ne? Bis zum nächsten Mal.